Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der EastStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes EastStock-Trends. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer weiteren Folge von EastStockTV, heute mit dem Thema US-Handelskrieg schickt die Weltbörsen auf Talfahrt. Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu einer weiteren Folge von EastStockTV. Heute mit dem Thema US-Handelskrieg schickt die Weltbörsen auf Talfahrt. DAX nach unten, Dow nach unten. Viele Weltbörsen, erstmal China nach unten, weil Trump es tatsächlich den US-Handelskrieg auf die Spitze zu treiben scheint. Er hat jetzt, nachdem Europa reagiert hat und Harley Davidson die Produktion sogar nach Deutschland verlagern will, nachdem sie mit neuen Zöllen belegt wurden, von 6 auf 31% wurden die Harley Davidson Maschinen jetzt oder sollen sie jetzt besteuert werden mit Importen, besteuert nicht, sondern höhere Importzoll. Da will jetzt Trump natürlich wieder darauf reagieren mit neuen Zöllen für die Automobilindustrie. China auch, das beginnt ja jetzt am 6. Juli, 33 Milliarden US-Dollar ist das Volumen, womit chinesische Produkte belastet werden durch höhere Importzölle. Nun will China natürlich auch im etwa gleichen Volumen für 553 amerikanische Produkte, überwiegend aus der Landwirtschaft, aber auch aus der Automobilindustrie, mit höheren Zöllen belegen. Damit ist der Handelskrieg voll entfacht und er kann weiter eskalieren. Und ich warne davor, dass er eskaliert, sonst haben wir ähnliche Phänomene wie 1929, wo ja dann auch einen Börsencrash hatten und eine Weltwirtschaftskrise 1930, später sogar einen Krieg. Ja, wir wollen nicht hoffen, dass das in dieser Art und Weise eskaliert, aber ich habe schon im letzten EastStock-Trends dargelegt, 6 Black Swans sind im Anflug. Nicht nur deswegen bitte ein Probeabo bestellen. 3 Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 € vom EastStock-Trends, wo wir nicht nur auf die Ostbörsen, die großen Chancen dort eingehen, sondern auch auf die Risiken an den Weltbörsen. Und wir haben es gesehen, jetzt auch die Osteuropa-Börsen sind ein bisschen korrigiert, aber viele sind immer noch im Plus. Einige sage ich Ihnen gleich mal. Also das hat sich ja wirklich gut ausgezeichnet, wenn Sie überwiegend Osteuropa investiert waren. Ukraine immer noch an die 35% im Plus. Kommt darauf an, welchen Index Sie nehmen. Es gibt den PFDS-Index und den UTX-Index. Der UTX-Index ist nur noch 15% plus, war schon mal 25% plus, aber Slowenien 10% im Plus, Litauen 9%, Rumänien 4%, Lettland 3%, Russland jetzt ungefähr noch 1%, Estland auch 1%. Also wir haben da immer noch einige Börsen, die weit besser sind als der DAX, der jetzt ins Minus gerauscht ist mit 5% aufgrund des US-Handelskriegs. Weitere Black Swans sind natürlich Italexit, also dass Italien tatsächlich aussteigen könnte aus den Euro oder auch aus Europa. Überhaupt scheint sich Europa zu spalten durch die Asylfrage und Migrationsfrage. Wie viel dürfen einwandern, wie viel werden verteilt und so weiter. Ist man sich immer noch nicht einig. Auch die deutsche Koalition, die deutsche Regierung könnte nicht nur gespalten werden, sondern aufgelöst werden in dieser Frage. Seehofer und Merkel sind da sicher jetzt bis Samstag noch beschäftigt, sich doch noch irgendwie zu einigen. Wird es eine europäische Lösung? Wird es die Seehofer-Lösung, also Abweisung von Asylanten, die aus dem Drittland kommt, an der Grenze, wenn man so will, also mehr nationalistische Tendenzen oder europäische Tendenzen. Das wird man sehen. Europa ist ohnehin in Gefahr, auch durch Italien, wie gesagt, auch die 900, ja fast 1 Billion Tage 2 Seiten, die da, also Deutschland hat gewissermaßen Südeuropa finanziert, übrigens auch die ganzen Pensionskassen. Die haben 1,8 Billionen in südeuropäische Anleihen investiert, in der Hoffnung, dass Draghi weitermacht. Aber Draghi macht jetzt nicht weiter Ende des Jahres. Das haben die Börsen noch gar nicht richtig registriert. Aber wenn Draghi nicht mehr die Anleihen aufkauft Ende des Jahres, wird es schon sehr gefährlich, dass italienische Renditen dann stark ansteigen werden. Also die werden dann zu shorten, italienische Anleihen. Griechenland soll raus sein, gewissermaßen, soll jetzt noch einen Kredit bekommen, den letzten gewissermaßen, und dann sollen sie gewissermaßen sich über den Kapitalmarkt finanzieren können. Mal sehen, ob es klappt. Aber es gibt dann viele Gefahren. Also wie gesagt, Italexis. Dann Türkei-Krise. Erdogan ist zwar gewählt worden, aber mit 53
53%, doch mit ansehnlicher Mehrheit. Aber das Land befindet sich schon in Schwierigkeiten aufgrund der starken Kapitalflucht. 6.000 Reiche sind schon ins Ausland geflohen. Die türkische Lira wird immer schwächer. Und dadurch haben auch viele Unternehmen Probleme, die sich im Fremdfinanzierung, in Hardwährung, also in Euro fremdfinanziert haben. Das ist ein Problem, nicht nur übrigens für türkische Unternehmen, auch für argentinische. Auch dort hat sich der argentinische Peso ja über 20% abgebildet, auch die türkische Lira. Das gilt es zu beobachten. Natürlich auch weitere Emerging Market Krisen, Venezuela, Hyperinflation, die machen uns gerade vor, was mal passieren kann, wenn das alles außer Rand und Band gerät. Ja, dann Junk Bonds müssen wir auch aufpassen. In den USA, die Deutsche Bank, ist das möglicherweise auch ein Junk-Bond-Anleihe, die Anleihe, die Deutsche Bank ausgeben. Also das wäre auch ein Black Swan, wenn die pleite gehen können. Iran müssen wir auch, jetzt wird wird Syrien beschossen, die Hisbollah dort durch Israelis. Es könnte auch mal ein Angriff auf Iran direkt folgen. Die Iraner haben jetzt so gut gespielt im Fußball. Fußball ist jetzt in aller Munde. Das ist jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Im ZDF werden ja immer Beiträge gezeigt, überwiegend negativer Natur. Man könnte auch mal das Positive rausheben. Momentan sieht das Bild ja recht positiv aus. Russland ist weiter. Deutschland muss noch zittern. Morgen gegen Südkorea. Gucken wir uns mal die Weltbörsen an, was aus dem US-Handelskrieg geworden ist. Das ist der DAX, ist bei 12.231, wird hier noch gehandelt. Minus 0,57% heute. Das bedeutet ein Plus von minus 5% seit Jahresbeginn. Der Euro-Stoxx heute etwas besser bei 3.379. Der DAX, wie gesagt, zusätzlich belastet. Durch die Koalitionskrise wird die Koalition gespalten. CDU, CSU wird es eine Neuwahl geben. Das würde den DAX sicherlich weiter belasten. Euro-Stoxx bei 3.379, deswegen noch etwas besser. Der Dow Jones bei 2.462, fast unverändert, aber wird hier noch gehandelt und hat aber auch schon nachgegeben von der Höchstgründe. Ist ungefähr 2% im Minus jetzt, während der DAX 5% im Minus ist. Also Amerika hat sich noch ein bisschen besser gehalten. Der Standard & Poor's bei 2.720, auch fast 100, ist immer noch 1,6% im Plus. Und der Nasdaq-Index bei 7.551, wir waren hoch bei 7.800, ist jetzt noch knapp im Plus mit 0,26% und damit um 10% dieses Jahr gestiegen. Der Tech-DAX übrigens auch in Deutschland an die 8%, also im Technologiebereich sieht es noch recht gut aus. Der Shanghai Composite Index ist kräftig gefallen wegen des US-Handelskriegs, auch gegen chinesische Produkte. Der war schon über 3.200, jetzt bei 2.852. Der Shanghai Composite Index bedeutet ein Minus von 1% heute und sonst minus 13% seit Jahresbeginn. Auch in einem Jahr nur minus 10%. Also China sieht nicht gut aus, außer die Internetaktien, die jetzt aber auch ein bisschen korrigieren. Ja, Alibaba und Co. Da ist das gleiche Phänomen wie in Amerika, nämlich dass die Technologieaktien dort ganz gut gelaufen sind. In China der Nikkei-Index bei 2.342 unverändert fast, aber auch minus 2,4% seit Jahresbeginn. Der CEC-Index Zentralosteuropa, Polen, Ungarn, Tschechien bei 1.651 heute auch etwas schwächer, insgesamt 13% im Minus. Damit einer der Top-Loser, insbesondere die Warschauer Aktien und die ungarischen Aktien, die Budapester Aktien waren sehr schwach, während die tschechischen Aktien sich noch ganz gut behaupten konnten. Gut behaupten konnte sich auch der RDX-Index, der russische Markt, bei 1288. Heute allerdings auch 0,6% im Minus, bedeutet immer noch ein Plus von 0,99%, also 1% fast noch im Plus, der RDX-Index, der RTX-Index, RDX-Index sind die Russian Deposit Receipts, also die an der Börse, die RDAs gehandelt werden. Der RTX-Index, die Originalaktien, bei 2004 ist der Index, ist auch 0,6% in diesem Jahr heute gefallen, aber insgesamt um 3% noch gestiegen, um 3,7%, also weit besser als der DAX. Und der RTX Metals Index bei 2006 ist heute minus 1%, aber insgesamt um 5,25% gestiegen. Also die Metallaktien noch gut gelaufen. Der Rubel hält sich ganz gut bei 73,52, hat sich ein bisschen abgeschwächt in den letzten Tagen, weil sich ja auch der Ölpreis wieder ein bisschen abgeschwächt haben. Wir haben den Brent-Ölpreis jetzt bei 74,64 und der WTI-Ölpreis ist heute ein bisschen gestiegen auf 68,77. Plus 1%, war aber schon bei über 2 bis 3% höher. Also der Ölpreis, der Brent-Ölpreis kommt ja von 80, ist zurück auf 73, jetzt wieder bei ungefähr 75 US-Dollar, stark schwanken. Jetzt wollen Russland und auch die OPEC die Ölfördermengen wieder erhöhen. Daher wird der Ölpreis wahrscheinlich ein bisschen
zurückgehen. Man weiß eigentlich nicht, wie stark sich die US-Sanktionen beim Iran dort jetzt auswirken werden. Euro und US-Dollar werden bei 1,16 fast unverändert. Die Bitcoins sind stärker gefallen in den letzten Wochen auf 5.268 Euro nur noch. Wir waren ja schon 15.000 Euro im Hoch. Also da konnte man auch nichts gewinnen, auch nicht mit Gold. Sollte man meinen, jetzt bei diesen ganzen Krisen und Black Swans, die sind allerdings noch nicht gelandet alle, bei 1.262 nur, minus 0,3% heute, also auch nicht nachgefragt. Das hängt auch damit zusammen, dass man steigende Zinsen hat, Zinsängste hat, aber auch keine große Inflation. Und die ganz große Krise ist noch nicht da, die kann vielleicht noch kommen, eine Währungskrise, dann wird Gold steigen, aber momentan ist das noch nicht der Fall. Wir haben Silber bei 16,28, auch eher schwächer im unteren Bereich, da könnte sich aber bei 16 US-Dollar ein Boden bilden. Kupfer bei 6.716 war auch gefallen von über 7.300 und Nickel hatten wir schon bei 15.500, jetzt noch bei 14.800, also auch die Rohstoffe ein bisschen gefallen aufgrund des US-Handelskriegs. In Russland muss man auch beachten, dass weitere Sanktionen angedacht werden gegen Jewtuschenko, das ist der Besitzer von Avgas-Systema, Avgas-Systema wieder der Besitzer von Mobile Tele Systems. Also da bahnen sich neue Sanktionen an, die die Amerikaner gerne dort anstreben und auch mit der nordischen Pipeline wird es noch rund gehen, wie es überhaupt jetzt ein sehr heißer Sommer wird. Viele fahren in Urlaub, ich auch demnächst. Und wir haben jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft. Da haben wir sowieso ein bisschen Flaute, aber wir haben auch Chancen. Ich habe im letzten Ostbörsenseminar das genau da gelagt, auch im letzten EastStockTrends. Sie können es hier genauer nachlesen, was ich Ihnen jetzt dann die Alternativen bei fallenden Aktienkurse. Also EastStockTrends, gleich ausgekommen zur Probe 15 Euro per E-Mail, habe ich ausführlich einmal ein Special dargelegt, was ich im letzten Seminar auch herausgearbeitet habe, nämlich 5 Alternativen, die wurden auch präsentiert, persönlich von Hubert Abt war zum Beispiel da, von New York Serviced Office, die eine Wandelanleihe begeben wollen. Die ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das drittgrößte sogar im Büroimmobilienbereich, die dort Büroimmobilien neu aufrüsten quasi wieder und dann weitervermieten. Und das ist sehr erfolgreich. Da geben sie jetzt eine Wandelanleihe heraus, 7%, und sie wollen weiter wachsen in Polen, in Ungarn. Sind sie ja schon anwesend in Polen und in Tschechien und in der Ukraine. Insbesondere in Polen machen sich große Hoffnungen und das ist eine interessante Alternative. Wenn Sie das interessiert, wenden Sie sich bitte gerne an mich persönlich. Wandelanleihe von New Work. Dann Mega Fan Store, das ist noch so ein Start-up, die auch noch nicht börsennotiert ist, aber börsennotiert werden soll. Die wollen Fanartikel herausgeben, insbesondere Trikots, die dann jetzt zum Fußball-WM getragen werden, aber auch zu anderen Anlässen. Auch wollen sie 3D-Drucker gewissermaßen dort Fan im Bereich aktiv werden und sie wollen einen Fancoin herausgeben als Zahlungsmittel für Fans. Ganz interessant, mal nachlesen bei mir im EastStockTrends, wo man jetzt die Aktien auch im Rahmen einer Kapitalisierung erwerben kann. Dann gibt es das Swiss Commodities Index Zertifikat, die im Rohstoffbereich an Terminmärkten aktiv sind, mit Long-Short Position in Backtest sehr erfolgreich waren, aber der Backtest, jetzt ist es erst der richtige Handel. Also das können Sie sich auch erwerben. Über einen deutschen Vermögensverwalter können Sie dann auch kaufen die Mezzaninfinanzierung, eine Beteiligung an der Mezzaninfinanzierung mit 12 bis 14% Renditeerwartung oder Beteiligung an einem Biotechnologieunternehmen, was demnächst eine Roadshow machen wird im Bereich Arthrose, ein sehr interessantes und effizientes Medikament entwickelt hat und alle diese Swiss Commodities, Mezzaninfinanzierung und Biotechnologie können Sie unter einem Dach gewissermaßen machen und dann haben Sie auch ein quasi Sicherheitspolster in einem Bereich, was nicht so abhängig ist von einem Aktiencrash. Der EastStock-Trends wird sich natürlich weiter aufklären. Wir haben im Musterdepot immerhin ein Plus von 3%. Rosneft übrigens 16% gestiegen in 2 Monaten. Nochmal, die Stocktrends, 3 Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 Euro. Es wird eine spannende Fußball-Weltmeisterschaft, werden übrigens 5 Fan-Trikots jetzt verlost von Andreas Schmidt von Mega Fan Store. Wenn Sie das interessiert, dann machen Sie mit beim entweder
CSD-Quiz oder die Kolumne, die ich gerade geschrieben habe, mit dem gleichen Titel, US-Handelskrieg schickt die Weltbörsen auf Talfahrt. Ja, wir hoffen nicht, dass es immer so weit geht mit der Talfahrt, aber ich habe ja schon in meinem NTV-Interview angekündigt am 24. Mai, dass wir eine Sommerflaute bekommen, dass wir fallende Kurse bekommen, weil auch da sich dieser Handelskrieg natürlich schon angedeutet hat. Und der kann natürlich noch gesteigert werden, der könnte viel größere Ausmaße noch annehmen, je nachdem, was Trump sich jetzt noch alles überlegt in den nächsten Wochen. Nun, Fußball-Weltmeisterschaft, gucken Sie auch weiter mal auf russische Aktien, nicht nur wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, sehr interessant, auch noch als Nickel, viele Dividendentitel, die dort sehr gut sind, und da haben wir auch eine niedrige Bewertung nach wie vor von KGV von 5 bis 7. Also da fühle ich mich noch immer ganz gut aufgehoben, natürlich abhängig vom Ölpreis und von Putin, was er demnächst machen wird, aus den vielen Öleinnahmen, die er kriegen wird. Der Reservefonds wird aufgefüllt mit ungefähr 40 Milliarden. Da haben sie also mehr Stabilität. Und sie könnten aber auch und sollten auch mal mehr in die Modernisierung investieren. Das Seidenstraßenprojekt ist sehr interessant. Also jetzt waren ja die ganzen Infrastrukturinvestitionen, ich weiß, 14 Milliarden. Viele Fußballstadien werden ja nicht gebraucht mehr hinterher. Aber Schiene zum Beispiel, auch Flughäfen und natürlich auch die Autobahnen oder Landwege, die verbessert werden, gesamten Infrastrukturinvestitionen, die jetzt erweitert wird durch die Seitenstraßenprojekte, zum Beispiel die Schnellbahn von Moskau nach Kasan, kostet rund 20 Milliarden US-Dollar, aber das soll jetzt gemacht werden, und das sind produktive Investitionen, denn der Logistikbereich ist wiederum sehr wichtig für Russland, damit die Rohstoffe auch in die ganze Welt exportiert werden können. Ja, wenn Sie das alles interessiert haben und jetzt nochmal Ihren Tipp, was Deutschland gegen Südkorea, das ist nämlich die Quizfrage, und kommt Deutschland weiter, dann können Sie Fan-Trikots gewinnen. Ich bedanke mich sehr, wenn Sie zugehört haben, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte gerne liken und Daumen hoch. Ansonsten, ja, Daumen drücken für Deutschland gegen Südkorea, dass sie weiterkommen. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Woche, und nehmen Sie es mal ein bisschen gelassener, auch die Weltbörsen. Es gibt, wie gesagt, Alternativen, die ich Ihnen dort aufgezeigt habe. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Aktualisierung.